Hallo Retro-Freunde, heute wird es wieder nostalgisch, heute gehen wir wieder zurück in die 80er Jahre, in die Zeit der TV-Serien, in der Zeit der Action-Serien und in die Zeit der Hörspiele. Und das Ganze vermischen wir jetzt in diesem Video, denn ich schaue mir hier die Europa-Hörspielreihe Knight Rider mal ganz genau an. Viel Spaß! Ja Leute, wie gesagt, heute soll es um die Europa-Hörspielserie Knight Rider gehen, ja, die zur TV-Serie produzierten Hörspiele, und simsalabim habe ich mal eine Hörspiel, wie nennt sich das, Box hier erscheinen lassen, wo ein paar meiner Kassetten, meiner Hörspiele drin sind. Unter anderem seht ihr hier die weißen Rücken, wenn das nicht so blendet, Knight Rider. Dann habe ich hier noch die Airwolf-Serie und ich habe die A-Team-Serie. Alles Hörspiele aus der Europa-Hörspielschmiede von Heike-Dine Körting, die auf amerikanischen Action-Serien der 80er Jahre beruhen. Und heute möchte ich zum Anlass nehmen und das Ganze, wie gesagt, sich um Knight Rider drehen lassen. Und Knight Rider war ja eine TV-Serie, wer kennt sie nicht? David Hasselhoff, The Hoff, als Michael Knight, als Kämpfer für die Guten mit der Foundation für Recht und Verfassung oder Rechts- und Verfassungsfragen, wie es in der Hörspielreihe immer genannt wird, mit seinem Auto, dem Wunderauto Kit, ja, mit der sprechenden Armbanduhr etc. Ihr kennt das wahrscheinlich alles. Ja, die Serie ist über 4 Staffeln leider nicht hinausgekommen. Ich glaube, die war in Deutschland mit am erfolgreichsten, meine ich, ja, und Europa hat sich Ende der 80er Jahre dann die Rechte von Paramount gesichert und hat Hörspiele verfasst. Und ich nehme jetzt einfach mal das Hörspiel 1 zum Anlass und halte das mal in die Kamera. Ich blende jetzt auch immer noch mal Bilder ein. Und da steht so ein weißer, beziehungsweise die Folge heißt Wie alles begann. Und das ist auch die Pilotfolge aus der Fernsehserie. Und in diesem weißen Kästchen hier, ich lese es gerade mal vor, steht in den Hauptrollen die Originalsprecher der deutschen TV-Serie. Also die Original-Synchronsprecher, nicht zu verwechseln. Hier wurde nicht wie nennt sich das, der TV-Ton mitgeschnitten und einfach auf Kassette gebannt, wie es zum Beispiel bei Polydor war, mit den Zeichentrickserien, Nils Holgersson, Kimba etc. Da wurde einfach die Cartoon-Tonspur genommen, wurde auf Kassette gepresst und es gab auch so gut wie keinen Erzähler und so weiter. Das ist hier alles anders. Europa hat hier einen richtig geilen Job gemacht, denn sie haben, wie sie auch auf dem Cover versprechen, die Original-Synchronsprecher der TV-Serie an Bord geholt. Ja, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Folgen halt nicht mit der TV-Titelmelodie anfangen. Wahrscheinlich, vielleicht haben sie da nicht die Rechte für gekriegt, kann durchaus sein, oder sie waren zu teuer vielleicht. Ja, aber die Originalsprecher haben sie bekommen und ich lese hier einfach mal vor. Es sind so tolle Namen dabei, wie der Erzähler zum Beispiel ist Christian Günther und das ist auch der Sprecher vom Intro von der TV-Serie. Finde ich total toll. Er spricht auch hier das Intro. Ja, auch wenn das ein bisschen anders da klingt wie in der TV-Serie. Michael Knight wird natürlich von dem tollen Andreas von der Meeden gesprochen, der so viele tolle Hörspiele mitgestaltet hat. Ja, bei den 3 Fragezeichen war er der Erzfeind Skinny Norris. Bei den Masters of the Universe Hörspielen hat er auch sehr oft bei den Bösewichtern mitgespielt. Ja, total toll. Kit natürlich als dritter, Gottfried Kramer. Gottfried Kramer ist so ein talentierter Sprecher gewesen mit so einer markanten Stimme, der Kit seine Stimme geliehen hat, der aber auch in anderen Serien zum Beispiel wie zum Beispiel auch, es gibt so viele, aber mir fällt gerade ein, weil ich in einem letzten Haul-Video die Hörspiele von Detektiv Columbus vorgestellt habe. Auch da war er der Sprecher, also total toll, dieser Mann, eine Stimme, die man eigentlich sofort erkennt. Und ich finde es total klasse. Hier das Inlay zum Beispiel nochmal. Ja, auch ein Michael Knight ist immer also David Hasselhoff ist immer abgebildet. Ja, und hier steht halt auch Hörspielbearbeitung Peter Bondi, Regie Heike-Dine Körting, die Hörspielkönigin schlechthin. Ja, 1982 Universal City Studios und 1989 Made in Germany steht hier. Ja, und ich habe mir so ein paar kleine Anekdoten zu den Hörspielen aufgeschrieben. Ja, wie gesagt, es ist eine neu aufgenommene Tonspur. Ja, es wurden die Folgen aus den 4 Staffeln, es wurden Folgen aus den 4 Staffeln ausgewählt, die vertont wurden, neu vertont wurden, mit neuen Sprechern, neuen
Hintergrundgeräuschen und so weiter. Aber man erkennt diese Folgen wirklich anhand von den Sprecherleistungen, anhand von der Story. Finde ich total toll. Es gibt keine genaue Reihenfolge. Ja, das heißt, es gibt auch nur 26 Hörspielfolgen auf Kassette von damals. Wie gesagt, 4 Staffeln gab es mit, oh Gott, ich meine, paar 90 Folgen, glaube ich. Ja, also 26 Folgen wurden vertont als Europa-Hörspiele. Und was habe ich mir aufgeschrieben hier? Genau, Hörspielserie hält sich natürlich, hält sich nicht an die Reihe der Serie. Ja, das heißt, es sind verschiedene Folgen vertont worden aus verschiedenen Staffeln. Die ersten 6 Folgen, also Folge 1 bis 6 der Europa-Hörspiele, wurden alle in einem Zug 1989 veröffentlicht. Ja, das heißt, ich hole die jetzt einfach mal hier raus. Folgen 1 bis 6. 1 habe ich euch schon gezeigt. Ja, und ich blende jetzt, wie gesagt, Bilder ein, beziehungsweise mache nochmal ein Video, wo ich nochmal die Kassetten im Allgemeinen zeige. Folge 2, Wettlauf mit dem Tod. Ja, haben wir hier. Folge 3, der schwarze Teufel taucht wieder auf. Folge 4, blindes Vertrauen. Folge 5, Elliot, der Schlaukopf. Und Folge 6, Kidnapping. Ha, ein Wortspiel. Die ersten 6 Folgen nämlich erschienen auch später nochmal auf CD. Ja, es gab 26 Folgen auf Kassette, die ersten 6 Folgen wurden auf CD aufgelegt. Relativ geringe Stückzahl müsste das gewesen sein, denn die CDs sind heute gesuchte Sammlerstücke, kann man fast sagen. Ja, und wenn man die Kassetten für 50 Cent Stück auf dem Flohmarkt findet, für die für die CD muss man, wenn man sie unbedingt haben will, wenn keine Kratzer drauf sein sollen, wahrscheinlich um die 50 € hinlegen für eine CD. Also ich habe keine, ich brauche sie auch nicht. Ich habe die Kassetten, zwar nicht ganz komplett, da komme ich später nochmal drauf, aber ich habe die Kassetten. Ja, zum Beispiel Folge 11 bis 20 wurden in einem Stück auf Kassette gelauncht. Das heißt, ich hatte Folgen 1 bis 10 im ersten Jahr irgendwie verteilt bekommen, ja, alle paar Monate eine Kassette oder was auch immer. Folgen 11 bis 20 waren schwupps auf einmal im Plattenladen, muss man ja fast sagen, ja, im Kaufhausregal, ja, und ich konnte mir dann Folgen 11 bis 20 auf einmal gönnen, wenn man das Geld hatte. Das hatten wir natürlich nicht, aber wurden, wie gesagt, alle gleichzeitig veröffentlicht und das war alles noch 1989. Das heißt, 1989 kamen 20 Folgen Knight Rider in die Hörspielregale. 1990 wurden dann die Folgen 21 bis 26 gelauncht, veröffentlicht. Ja, und diese Folgen sind vielleicht schon mit geringerer Stückzahl vielleicht hergestellt worden, das bin ich mir nicht sicher, aber sie sind auf jeden Fall schwerer zu bekommen. Ja, wenn ich eben gesagt habe, eine Kassette auf dem Flohmarkt 50 Cent, da muss ich bei den Folgen 21 bis 26 echt Glück haben, ja, und jemanden haben, der keine Ahnung davon hat. Ja, wenn ich die für 50 Cent kriege, weil die letzten Kassetten, wie es oftmals bei diesen Serien ist, gehen im Preis hoch, ja, und ich habe halt auch teilweise für die letzten Kassetten zwischen 15, 25, vielleicht sogar 30 € pro Kassette, zumal die 25 und die 26 noch seltener sind. Ich habe sie nicht komplett. Wie gesagt, auch dazu kommt nochmal gleich ein kleiner Aufruf, weil ich möchte sie natürlich komplett haben. Ja, was ein bisschen schade ist, sage ich mal, die Folgen sind aus den 80ern. Ja, die Serie wurde in den 80ern synchronisiert und somit sind natürlich auch die Synchronsprecher schon leider teilweise nicht mehr unter uns. Und ich habe es mir auch mal kurz aufgeschrieben. Der Erzähler Christian Günther, er starb leider schon 2001. Ja, Hans Sievers, der den Devon Miles, also den Chef von Michael Knight, gesprochen hat, verstarb 2012. Gottfried Kramer, die unvergleichliche Stimme von Kid, ist schon in den 90er Jahren, in den 1990er Jahren verstorben. Und der geniale Andreas von der Meeden am 26. April 2017. Also Leute, alle nicht mehr unter uns, aber sie haben uns echt ein Werk hinterlassen. Ihre Stimmen werden auf ewig, solange ich lebe, in meinem Gehörgang sein. Ja, wenn ich diese Menschen sprechen höre, Andreas von der Meeden, verbinde ich immer mit der Synchronspreche von David Hasselhoff. Ja, also ich kann mir David Hasselhoff gar nicht im Original anhören, weil da fehlt mir die Stimme von Andreas Meeden einfach. Ist einfach so. Dazu, wie gesagt, nur dazu nochmal ganz kurz.
Dann habe ich etwas Witziges, und zwar die Folge Nummer 16, heißt Gangster wider Willen, und da ist auch hier die Bonnie abgebildet, die ja den Kid immer pflegt und wieder instand setzt, wenn der Michael ihn halb zu Schrott gefahren hat und so weiter. Und das Witzige hier ist, dass die Folge, die auf der Kassette drauf ist, wie gesagt, ich habe ja gesagt, die Folgen sind aus der Original-TV-Serie nachgesprochen worden, und die heißen auch alle so. Ja, also Gangster wider Willen gab es als Folge, aber die eingesprochene Folge, die hier drauf ist, ist nicht Gangster wider Willen, sondern, jetzt kommt es, die Folge heißt Geheimversteck Cadiz. Ja, also die Folge, die gesprochen wurde, war Geheimversteck Cadiz. Und ganz interessant ist auch, dass die Folge aus der zweiten Staffel ist und da ist nicht mehr Bonnie dabei, sondern April. Ja, also falsches Cover, falscher Titel. Trotzdem natürlich tolle Hörspielfolge, nur das nochmal ganz kurz dazu. Was ich jetzt sagen wollte, ist nochmal, wie gesagt, dass die Folgen 20 bis 26 relativ selten zu bekommen sind oder schlecht zu bekommen sind, ja, weil wahrscheinlich weniger davon produziert wurden, wie ich schon mal erwähnt habe. Auf jeden Fall, jetzt muss ich gerade mal gucken, mir fehlt die Folge 21, das wäre Michael Knight und die Zuflucht. Also guckt mal nach, ob ihr die habt. Wenn ihr die habt, schreibt mich an, wenn ihr sie loswerden möchtet. Dann habe ich die 22, 23 habe ich, somit fehlt mir die 24, die nennt sich Fahrerflucht, die 25 der Fassadenkletterer und die 26 eine Kleinstadt lebt gefährlich. Die fehlen mir, wenn ihr sie habt, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ansonsten, wie gesagt, ich liebe Knight Rider. Somit liebe ich auch diese Hörspielvertonung von Europa. Europa hat einen richtig, richtig tollen Job gemacht, die Originalsprecher bekommen und man denkt, man könnte wirklich glauben, Leute, und das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es genauso seht, wenn ihr diese Hörspiele kennt und wenn ihr die Fernsehserie kennt. Man hört eigentlich für mich keinen Unterschied. Also ich kann jetzt nicht sagen, das wurde im Synchronstudio einfach aufgenommen und eingesprochen. Ja, oder es wurde die Tonspur aus dem Fernsehen genommen. Ich finde, diese Hörspiele haben so eine bombastische Qualität, ja, dass ich halt mich komplett reinversetzt fühle und gar nicht merke, dass die Synchronsprecher wirklich nur im Studio gestanden haben und ihren Text eingesprochen haben. Ja, ich habe die Fernsehserie vor mir, damit will ich ein großes Lob rausgeben an Heike Dine Körting für diese Leistung, für diese vielen Sachen, die sie geleistet hat. Aber wie gesagt, bei den Knight Rider Hörspielen nochmal on top, ja, das ist so genial umgesetzt, Leute. Wenn ihr Kassettenkind seid, ja, wenn ihr Knight Rider Fan seid, hört euch die Hörspiele an. Vielleicht gibt es sie auch hier und da auf YouTube zum Hören, ich weiß es nicht genau. Im Handel gibt es sie natürlich nicht mehr, ja, aber auf eBay findet ihr die nochmal, auf dem Flohmarkt findet ihr die. Gebt nicht so viel Geld dafür aus, hört euch die Kassetten an. Ich finde sie genial. Es ist eine tolle, tolle Serie. Ich bin so froh, so viele Kassetten davon schon zu haben. Ja, und diese übrigen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die übrigen 6 Stück, die finde ich auch noch. Und wenn mit eurer Hilfe auf jeden Fall. Ja, Leute, vielen Dank schon mal im Voraus, dass ihr ja mal schaut, ob ihr die vielleicht im Keller liegen habt, ob Bekannte mal die irgendwo rumstehen haben etc. und sowas. Ja, würde mich sehr freuen. Ja, Leute, und ich wollte euch jetzt kurz einfach nochmal, weil ich so viel geplaudert habe, einfach nochmal die Kassetten zeigen, die Cover zeigen. Wie gesagt, hier Airwolf, ja, das A-Team. Ja, wenn ihr da auch meine Meinung zu hören wollt, dann schreibt es auch mal in die Kommentare, lasst es mich wissen, dann mache ich dazu auch mal ein Video. Wie gesagt, die Folgen hier, ich finde die teilweise so toll. Der Duft der Rose. Was ich ein bisschen komisch finde, sind teilweise die Cover, die Bilder. Die sind so einfach irgendwie, finde ich, irgendwo rausgeschnitten. Ja, Michael, David Hasselhoff auf Kid auf dem Auto. Ja, eine ganz besonders tolle Folge. Wo ist sie? Finde ich hier das tödliche Kostümfest. Ja, die Folge 23. Ja, finde ich richtig toll. Da geht es um Halloween. Und April denkt, sie hatte halt einen Mord gesehen in ihrem neuen Apartment oder aus ihrem neuen Apartment raus. So ein bisschen Fenster zum Hof anleihen, wenn ihr das kennt. Ja, ansonsten vielleicht auch hier nochmal ganz interessant. Die Hörspiele gab es in verschiedenen Auflagen, wenn ihr das seht. Die Kassetten, es gab Kassetten. Hier ist die Folge 1, wie alles begann. Durchsichtige Kassetten mit so einem Aufdruck in der Mitte, wo man das Band halt hier auch sieht.
Ja, es gab auch Kassetten, weiße Kassetten mit einem Aufkleber hier, mit einem Label. Ja, und ich meine, es gab noch eine dritte Variante. Da gucken wir gerade mal, ob wir hier die Schatzsuche haben. Da ist auch, man kann mal das Bild zeigen hier, die Schatzsuche. Das endgültige Urteil, genau, da haben wir es. Da auch wieder Folge 20. Michael Knight guckt ganz schön erwischt oder ertappt in die Kamera. Da kommt auch ein Urteil. Und hier ist die dritte Variante der Kassette, eine weiße Kassette mit einem direkten Aufdruck. Das heißt, hier ist kein Label aufgeklebt, wie bei der anderen Folge, die ich gerade gezeigt habe hier. Ja, wo haben wir sie? Da. So. Da haben wir nochmal die 3 Varianten. Einmal weiß mit Aufkleber, einmal durchsichtig und einmal weiß ohne Aufkleber. Also die 3 Varianten sind mir ein Begriff. Wenn ihr die 3 kennt, beziehungsweise dann, das ist gut. Aber wenn ihr vielleicht noch eine 4. kennt, dann lasst mich das gerne wissen. Ja, das interessiert mich immer, was für Varianten es etc. gibt. Ja, und was hatte ich hier zum Beispiel? Die Folge 3 nochmal ganz kurz. Ja, das ist ein schönes Bild, das ist ein tolles Bild. Das ist auch so ein Promo-Bild, glaube ich, gewesen. Und hier zeige ich euch auch nochmal hier in den Hauptrollen die Originalsprecher der deutschen TV-Serie. Finde ich total klasse. Der schwarze Teufel taucht wieder auf, ist eine Folge, in der es um K geht. Also den bösen Bruder quasi von Kit. Auch eine tolle Folge. Und wie gesagt, hier wollte ich euch einfach nochmal das Inlay zeigen. Wie gesagt, hier der Michael Knight, der Knight Rider. Und hier nochmal die Sprecher. Da ist sogar, seht ihr das, John Stanton unterhalb von K, Jens Wawrczyk, das ist Peter Shaw aus die 3 Fragezeichen natürlich. Ja, hier auch wieder 1982 Universal Studios, künstlerische Gesamtleitung, Dr. Beuermann, leider auch schon verstorben, der Mann von Heike Dine Körting. Ja, hier unten steht nochmal unter den Folgen Foto der Titelseite mit freundlicher Genehmigung der Universal City Studios Incorporated, All Right Reserved etc. Und hier ist das Erscheinungsjahr der Kassette 1989. Ja, ein richtig tolles Projekt, was Europa da gemacht hat, mit der Vertonung der 80er Jahre Action-Serien aus dem TV, aus den USA. Ich finde es richtig klasse und ja, ich freue mich und ich hoffe, dass ich die Folgen alle bald komplett habe und sie mir nochmal richtig in aller Ruhe anhören kann. Ja Leute, ich werde unten in der Videobeschreibung nochmal die fehlenden Folgen, die mir persönlich noch fehlen, reinschreiben. Wenn ihr die haben solltet, wenn ihr die nicht mehr braucht, wenn ihr die tauschen möchtet, was auch immer, lasst es mich wissen, schreibt es mich an auf Instagram, auf Facebook oder hier per E-Mail. Ja, wir werden uns dann mit Sicherheit einig. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Es werden demnächst noch ein paar weitere Hörspielvideos kommen. Ja, lasst gerne mal einen Kommentar da, wie ihr das gefunden habt. Ansonsten, wie immer, freue ich mich über jeden Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, nicht genug von meinem Kanal bekommen könnt, dann lasst doch ein Abo da und verpasst somit kein neues Video mehr. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro Rauner.